Ich habe mir gedacht, auf das ich was reagiere. Es wurde festgestellt, wer die zwei Protagonisten sind, weil wir haben ja seit der Reveal-Trailer gesehen, wer die zwei sind. Es sollte irgendwie um Naui zu tun haben, mit der Family, und Yasuke soll ein Samurai sein. Aber finden wir heraus, was Ubisoft darüber erklärt hat. Und das stellen wir fest. So, ich habe meine Facecam nach oben gemacht, um zu sehen, ob man da einen Unterschied erkennen kann. Ich weiß, ihr seht zwar den Titel nicht, aber hier steht Assassin's Creed Shadows. Who are Naui and Yasuke? Da stellen wir die Frage auf. Ich sage okay, das kennt man With aus our dem dual protagonists, we have two fantasy, the samurai and the shinobi. We want the player to experience both, and we cannot squeeze both fantasy into one character because samurai and shinobi came from a different social class. They have different lives, so we cannot really mix them together. The historical character of Yasuke presented a really exciting opportunity for the narrative team. We approached it in the same way that so much of the work is done in Assassin's Creed, which is really in terms of research and history first. Not a lot is known about him, but what we did know, or we do know, is that he arrived in Japan in 1579, right when our game starts. And that he had relationships with some of the most interesting people in our setting, like Oda no. Okay. Er ist nämlich eingetroffen in Japan. Das würde also erklären, warum er Oda Nobunaga getroffen hat und sich als ein Samurai ausgibt. Nobunaga, the Portuguese and Jesuits, which made it very sort of tantalizing and enticing from a narrative perspective to come in and start weaving these facts with story in between. The more we read about the character, the more he was inspiring for us. He's a foreigner discovering Japan, and we thought it's the perfect fit because he's discovering Japan and you are discovering Japan also. And on the flip side, we have Naui, who comes from the province of Iga, which is a remote mountainous area, fiercely independent, known as the birthplace of shinobi. So they're very contrasting perspectives that really expose a lot of different sides and facets of the era. When Oda came, he completely destroyed Iga. You have Yasuke and Oda that coming to destroy the shinobi. So it can kind of create this interesting tension between two characters. We were able to connect her to the province of Iga and the legendary Igan shinobi historical figure, Fujibayashi Nagato, who's her father in the game. Warte mal, Fujibayashi. Also, wenn ich mich nicht täusche, wenn wir als Naui spielen, ist nämlich Fujibayashi der Vater. Und die komischen Samurai-Gruppen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es soll wahrscheinlich eine Art Invasion sein. So we understand why she has the skills that she has and the values that she learns from her father in the people of Iga, which are valor, benevolence, and wisdom. And as a young person still at the start of the game, we get to see now we acquire even more of that wisdom as the story unfolds.
And if you ask anybody, it's super clear that samurai will be combat heavy and a shinobi will be stealth heavy. Okay. Yasuke ist ja mehr für Combat-Kämpfer. Ja, also Samurai. Der wird brutal sein für einen normalen Kampf. Naoi, sie ist ja Shinobi, also bedeutet in Stealth. Das würde zwei verschiedene Verbindungen bringen. Interessant. It creates this distinction right away. Yasuke can fight with all his advantage, his stature, like he's a big guy. He can break door, he can fight multiple enemies, he can break armor. Compared to Naoe, like her character and their outfit, it's really about being stealth, being unseen. She's the only one with the hidden blade, so they have clear advantage that put them into the stealth and the combat, even if they can do a bit of both. They're a really great pair together because on one side we have Naoe, who's very intense and passionate and determined woman who is very set on her goals. She's kind of got her heart on her sleeve and she'll say what she feels in the heat of the moment. And this intensity that she brings as a shinobi, but that she also brings to her relationship. And this balances very well with Yasuke, who is sort of a thoughtful, level head to Naoe's fiery passion. We really thought about somebody like Yasuke historically who was able to come. Ja. Ja, genau. Das, was wir aus dem Trailer gesehen haben. Diese Samurai-Ketten. Wenn man sich mit Yasuke auch als spielbaren Charakter spielt, bedeutet das irgendwie, dass wir mit ihnen, dass man zusammenarbeitet? Ich weiß es nicht. To Japan and have the life that he did there, to enter service for Oda Nobunaga and achieve all of the things that he did. Like, what kind of person would go through all of this? So our Yasuke is very intelligent, thoughtful, and respectful of this culture that he encounters, and that makes him a very nice sort of counterpart to Naoe. He's a bit mysterious as well, and that's something we get to see unfold as the game progresses. Also, das würde mir also einiges erklären. Warum man mit zwei Protagonisten spielen wird. Die eine, Naoe, ist Stealth. Yasuke, Combat, also mehr erfahrener Nahkämpfer. Der kann Türen kaputt brechen und Panzerung auch. Ob er auch Stealth kann? Schwer zu sagen. Aber es ist irgendwie überraschend zu sehen, dass es zwar viele Möglichkeiten gibt, die Protagonisten alle in eine Verbindung zu bringen. Soll das irgendwie ein Beispiel sein von Syndicate? Ich meine, ich kenne ja die Mechanik in dem Game nicht, aber ich bin so oder so mal gespannt drauf. Es wird so oder so in den kommenden Wochen festgestellt sein, wann das ist. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich werde nur für eine kleine Ausnahme irgendwie versuchen, ein
beim Spieletest direkt dort bei den Entwickler anzumelden, um festzustellen, ob es möglich ist, dass ich natürlich ein Gameplay-Footage von Assassin's Creed Shadows sehen kann. Aber es wird noch zum Abwarten sein, aber es kommt nur drauf an. Schauen wir mal. Gut, dann lasse ich es gut sein. Wir schauen, dass es am Juni ein gutes Gameplay kommen wird. Schaltet wieder mal vorbei und abonniert den Kanal für einen weiteren Content. Ich würde mich freuen. Bis dahin, euer Roxy. Ciao.